Ich zeige dir heute, wozu du Power Query gebrauchen kannst. Stell dir mal vor, du hast bestimmte Daten, die du gerne auswerten möchtest, wie zum Beispiel Finanzdaten, Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, irgendwelche Kundendaten, Verkäufe oder zum Beispiel Aktienkursen von Webseiten oder von Sensoren oder irgendwelche Bitcoin-Kurse und so weiter und so weiter. Und die würdest du gern vollautomatisch einlesen und verarbeiten. Hier zeige ich dir das mal an meinem Beispiel. Ich habe ja die ganzen Online-Kurse bei Udemy und ich möchte gerne wissen, wie sich die Bewertungen entwickeln, wenn ich den Kurs überarbeite. Wenn ich jetzt eine Änderung mache, zum Beispiel habe ich jetzt in meinen großen neuen Excel-Kurs den Bereich Power Query aufgenommen. Das heißt, ich habe neue Lektionen hinzugefügt und ich möchte gern sehen, wie sich die Bewertungen entwickeln mit solchen Statistiken und Tabellen. Das hier ist ja eine ganz normale Tabelle, Pivot-Tabelle und so weiter. Das lernst du alles in meinem Excel-Kurs. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Aber schau dir mal an, wo die Daten herkommen. Das ist ein kompletter Ordner mit irgendwelchen Excel-Dateien. Diese Excel-Dateien sind irgendwo runtergeladen. Die haben vielleicht komisches Datumsformat. Die haben manchmal 10 Zeilen Überschrift, was überhaupt nicht passt. Oder irgendeine fehlende Spalte oder was weiß ich alles. Und das muss man total aufwendig umwandeln und einlesen. Und das hat man früher immer mit VBA gemacht. Und heute ist VBA immer noch super. Aber gerade für solche Sachen ist Power Query am besten geeignet. Mit Power Query kannst du nämlich Daten aus verschiedenen Datenquellen vollautomatisch einlesen, komplette Ordner von Webseiten und so weiter, wie ich gerade gesagt habe, ohne irgendwelche Programmierkenntnisse whatsoever. Es gibt hier so einen Code-Editor, da kannst du dir das alles zusammenklicken. Du kannst Daten aus verschiedensten Quellen kombinieren, zum Beispiel CSV, Webseite und so weiter, hatte ich gerade schon gesagt. Du kannst Daten bereinigen, du kannst zum Beispiel doppelte Datensätze löschen oder ungültige Werte rausschmeißen oder ein englisches Datum in ein deutsches umwandeln. Du kannst Filter anwenden, du kannst Pivot-Tabellen wiederherstellen, pivotierte Daten so wiederherstellen, dass es die Originaldaten sind. Du kannst es alles automatisieren, mit einem Klick dann immer und immer wieder ausführen, ohne eine einzige Zeile VBA-Code zu schreiben. In meinem Berufsalltag benutze ich im Moment Power Query sehr, sehr viel mehr als VBA und ich ersetze auch die Sachen teilweise, die ich vorher in VBA programmiert habe, durch Power Query. Du kannst auch Parameter einbauen, zum Beispiel irgendwie einen Datumswert oder so, dass du das in einer Variable hast oder irgendwie ausgelagert hast in irgendeine Zelle oder so. Und es macht extrem viel Spaß, mit Power Query zu arbeiten.